krieg schon Herzklopfen, denn hier steht er, der neue Porsche Cayenne GTS Coupé. In einer Farbe, die ist nicht weiß, sie ist helles Grau mit einem schwarzen Dach und ein paar kleinen Leichtmetallfelgen. Ich zeig's mal gerade. Die man übrigens nur bewerten kann, wenn man einen Fuß daneben stellen würde in der Schuhgröße. Was hast du, Michael? Ja, wenn ich ihn jetzt zeige, dann wird die Felge nicht kleiner, 46. 46, zeig mal. Das ist Schuhgröße 46 mal daneben. Wahnsinn. Was ist denn das für eine Felge? Ja, das ist eine 22 Zoll Felge und zu einem Sportdesign-Paket, was der Cayenne hier GTS noch zusätzlich bekommen hat, wie du schon sagtest, mit Carbondach, gucken wir uns gleich mal im Detail an, schon brachial das Teil. Ja, hier ist Michael Theisen. Wir haben lange nicht mehr gedreht, Michael. Lange nicht mehr gesehen, jawohl. Freut mich, dass wir heute noch mit so einem schönen Auto weitermachen. Ja, es hat, ich glaube, einiges auf sich, dass dieses schöne Auto, ein Coupé, wenn du mich mal aufklärst, was ist denn hier anders bei dem Cayenne? Genau, also wir haben das Coupé ist so ein bisschen mit reingeschwommen, sage ich mal, in die Modellpalette. Also gar keine große Einführung gewesen, aber der Radstand, alles ist gleich geblieben mit dem klassischen Cayenne, den wir kennen. Aber jetzt ein bisschen mehr mit der Form vom Macan, was ja viele immer verlangt haben und gefragt haben. Und da sind wir jetzt ganz glücklich, dass wir unser Cayenne Coupé und jetzt auch vor allem mit der Ausstattung als GTS bekommen haben. Das ist jetzt so die neueste Motorisierung, die hier drin verbaut ist. Was heißt das GTS? Ist da auch ein Elektromotor drin? Nein, in dem Fall nicht. Also wir haben ja auch Elektro, kann man an der Stelle dabei sagen, das neue Modell ja, was kommt. Als Hybrid, oder? Genau, als Hybrid. Ne? Und das neue Modell ja, was dann kommt mit diesem Elektromotor. Also die Hybriden, die haben auch die 0,5% Versteuerungsmöglichkeit. Das war bislang nicht bei uns. Also alle Cayenne-Hybride, die jetzt kommen in der Zukunft, die haben die 0,5% Versteuerungsmöglichkeit. Das hier ist der GTS, 8 Zylinder, 460 PS. Nochmal, der hat 8 Zylinder. 8 Zylinder, also das klingt auch mega. Das müssen wir dann auf jeden Fall testen. Die Abgasanlage, die ist jetzt mittig im Auto designt worden, also schon brachial. Ist das nur Show oder hat er so einen Soundgenerator dann? Oder? Also Show ist eigentlich bei Porsche wenig bis nix. Also von daher, da ist wirklich eine Klappenauspuffanlage drin, die du steuern kannst. Du siehst jetzt auch ums Auto rum, ist ein Carbon-Paket. Fake, oder? Nee. Das ist echt? Denk dran, du bist bei Porsche. Auch wenn wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Es war Spaß. Also das ist jetzt ein Fahrzeug, was ich aber trotzdem dezent fahren kann. Wenn die Klappe zu ist, dann klingt er, klar, sonor, aber ja, also er brüllt nicht. Brodeln tut er natürlich durch seine 8 Zylinder. Aber du kannst ihn dezent noch fahren, wenn du magst. Zeig mir die Fernbedienung, die das. Das ist, wie schön. Das ist ja schade, dass ich meinen 11er gegen einen Wohnmobil getauscht habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber das ist die Fernbedienung. Wenn du mal kurz das Licht hinten mal aktivierst, glaube ich, wenn man drauf drückt, es sieht in echt viel schöner aus, muss ich dazu sagen. Es wirkt hier so ein bisschen orange, es ist aber tiefrot. Okay, ja, siehst du, ja. Wenn du auf so Details gehst, das heißt, hinten ist es ja jetzt durchgehend. Das ist zwar 3D-Optik, aber die ist hinter Klarglas. Genau, also du hast eine Klarglasleuchte, das hier ist jetzt, ich mache es mal ganz kurz aus, also die Leuchte ist ganz schwarz bzw. weiß, GTS typisch, also alles ums Auto rum, wird schwarz abgesetzt, egal welche Farbe man nimmt, die ganzen Details, auch der kleine Spoiler, die sind halt dann immer in dem Schwarz und auch die Rückleuchte ist jetzt schwarz, also die hat nicht wie jetzt gewöhnlich diese roten Akzente, die wir normalerweise in dem Bereich hier drin haben. Ne? Ganz neues Design. Also wenn du den jetzt von hinten siehst, ganz klar Porsche DNA, aber ganz eigenständig. Du hast die Porsche DNA in den Rückleuchten drin. Wenn du jetzt nochmal die Seitensilhouette guckst, der 11er ist komplett in der Fensterfront drin. Das ist die typische Form vom 11er. Und das ist ja das, wo auch immer gesagt wird, wenn du einen Porsche von der Seite siehst, du weißt sofort, was es für ein Auto ist. Weil egal in welchem Modell, die Flyline ist immer die von einem 911. Die Flyline. Aber man muss ab und zu mal weniger reden, sondern einfach nur mal die Bilder sprechen lassen. Im Moment, ich habe gerade einen 10 mm drauf, ich mache mal gerade einen 16er rein, weil das verzerrt jetzt extrem, weil die Proportionen stimmen dann nämlich nicht mehr. Wenn ich mal gerade daneben stelle, sei mal gerade so lieb. Genau, einfach mal daneben und deine Hand wie so ein Model mal aufs Auto stellst.
Das sieht gut aus. Du bist, wie groß bist du? 1,86. Das heißt, der hat auch einen ganz bequemen Einstieg, nehme ich mal an. Du kannst das Auto ja in der Höhe verstellen. Ja? Also, Bitte was? Also du kannst das Auto in der Höhe verstellen, hat ja Luftfederung. Ne? So. Also generell ist der Einstieg schon sehr bequem, aber wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist mir noch zu hoch, könntest du ihn hoch oder runter fahren. Wenn du jetzt hier reinfilmst, siehst du aber auch schon wieder alles aus diesem Sport-Design-Paket. Ne? Also normalerweise haben wir in dem Bereich hier keinen Stoff mehr. Ja, das letzte Mal, wo wir Stoff hatten, das war in dem 911R. Das sieht so scharf aus. Das sieht aus, als wären 80er wieder, ja, oder? Das ist geil, ja. Das ist schon. Und trotzdem sind halt das ist ein Nappa-Leder und überall sind nochmal diese gesteppten oder diese Lederapplikationen da dran. Ja. Doch, ich finde den wunderschön. Also am schärfsten ist ja wohl, das ist kein Wildleder, wahrscheinlich Alcantara oder sowas. Alcantara, genau, richtig. Das ist sehr pflegeleicht, ist sehr warm, sehr griffig, sehr alles. Ist halt sehr angenehm, genau. Mit der Zeit, man muss dabei sagen, aber viele sagen immer, das wird speckig. Ja, natürlich, aber auch ein normales Lenkrad, das kennt jeder von seinem Auto. Je älter das wird, desto glänzender wird das. Ja? Also so wie man ein normales Lenkrad aufarbeiten kann, kann man natürlich auch nochmal ein Alcantara-Lenkrad aufarbeiten. Ja, aber das hat ja dann Patina. So, die meisten, die ja solche Autos fahren, die orientieren sich ja oft am neuen Modell, muss man dazu sagen. Also leasen das vielleicht über eine Firma, geben das nach ein paar Jahren wieder ab, schweren Herzens, so ist das ja oft. Und mit 0,5% Versteuerung, das hat euch noch gefehlt, oder? Also in dem Bereich Cayenne ja, ganz eindeutig. Der Panamera konnte es ja. Aber der Cayenne, das war so das Pferdchen hier bei uns im Haus, was immer leider ohne die 05er auskommen musste. Und da sind wir jetzt ganz happy. Die Reichweite ist jetzt da von knapp unter 40 auf knapp über 50 Kilometer gestiegen, was die Batterien jetzt können. Ja, und aus dem Grund haben wir jetzt, wie gesagt, endlich in dem Bereich die 05er Versteuerung. Ja, sprechen wir mal kurz über das Thema Elektro. Wie ist denn der Macan angekommen bei euch insgesamt? Gut, der Macan, den haben wir... Nicht der Macan, der Taycan. Taycan, ja. Macan ist ja rein wie vor unser Benziner. Taycan. Der wird, wenn wir aber gerade das Sprichwort oder das Stichwort haben, der wird 22 als Elektro kommen. Also der Macan wird auch elektrisiert werden. Taycan ist sehr gut angekommen. Also wir haben jetzt mittlerweile viele Generationen von den Motoren. Also es hat ja mit Turbo und Turbo S angefangen. Jetzt haben wir den 4S. Wir kriegen jetzt noch einen kleineren. Das wird ein reiner Hecktriebler. Der wird jetzt auch im nächsten Jahr folgen oder Anfang nächsten Jahres jetzt schon bestellbar. Also von daher sind wir im Taycan sehr, sehr breitflächig aufgestellt. Jetzt bist du gerade beim Radarsystem. Ja? Das Radarsystem, was mich am meisten fasziniert, ist die Frontkamera. Ich nehme an, der hat auch so eine Draufsicht, dass du das Auto von oben siehst? Genau. Du hast eine Rundumkamera hier, unten drunter das größere Auge, das gibt ganz viel Sicherheit. Also das heißt, es ist das Abstandsradar, was aber auch automatisch erkennt, wenn jetzt einer vor dir bremsen würde und du hast mal gerade nicht die Augen an der Stelle, wo du sie haben solltest, nach vorne gerichtet. Ja, gut, das gibt es ja schon in Skoda. Natürlich, ja, aber das alles hinter der kleinen Kamera. Ne? Manch andere hat 3, 4 Augen dafür. Ja, stimmt. Ich wollte es nur sagen, denn ich sag mal, bei Porsche dauert ja alles ein bisschen länger, aber dann ist es perfekt. Kann man das so sagen? Genau. Also vom Navi hat es mal angefangen. Da war Porsche immer derjenige oder diejenige Marke, die gesagt hatte, unsere Kunden brauchen das nicht, die wollen sportlich unterwegs sein. Aber heutzutage, wir sind wirklich, die Autos sind im Internet vernetzt, du kannst alles drin machen, du kannst das Auto vom Handy abrufen, steuern. Mittlerweile auch gibt es Möglichkeiten, das Auto ausparken zu lassen. Also das funktioniert alles. Ne? Der hier hat diese Option jetzt nicht. Schade, hätte es direkt mal machen müssen. Habe ich gezeigt bei Kia, der kann das auch. Der hat so eine Taste auf der Fernbedienung, kannst du rein rausfahren lassen. Genau, auf der Funktaste. Auf der Funktaste. Ja, genau. Mach mal auf vorne, ich will mal reingucken. Motor ist vorne. Ich frage mal so. Das gibt wieder Kommentare. 8 Zylinder. Ich hab gedacht, das geht gar nicht mehr. So, ich zeige mal ganz kurz. Also das sind die Werte. Wir haben also hier einen Porsche Cayenne GTS Coupé. Super Plus Braucher, wiegt 2,25 Tonnen und hat einen kombinierten Verbrauch von 11,4 Litern und hat eine CO2-Effizienz von F wie Friedrich. So sieht er aus. Und das Fahrzeug, was hier ausgestellt ist, warte, ich gehe mal kurz zur Seite, kann man es ein bisschen besser sehen. Das Fahrzeug, was hier ausgestellt ist, hat einen Brutto-Listenpreis. Ist das Brutto-Listen oder ist das euer Hauspreis? Brutto-Listenpreis von 141.508 €. Und da wir ja ein 4K drehen, kann man schön ein Standbild machen. Das ist da alles schon drin. 22 Zoll GT-Räder.
8 Zylinder, klär mich auf. Jawohl. Was soll ich zu sagen? Also wie gesagt, 460 PS, 8 Zylinder, im V hier angeordnet. Im V. Du siehst, hier geht nicht mehr. Also der Motorraum ist ausgefüllt. Ja, wir haben auch kleinere, die 6-Zylinder-Motoren. Muss man allerdings dabei sagen, die haben einen Teil dann mit Elektro-Einheit hier vorne noch drin. Also auch da wird der Platz benötigt. Im Cayenne ist der Motorraum eigentlich immer gefüllt. Ja. Ich habe gedacht, das wäre ein Porsche. Hier steht VW steht drin. Natürlich, wir sind ja gewachsen, also auch mit solche Sachen, die werden natürlich geteilt. Ja, das sind Steuergeräte, zumindest mal. Das war Spaß. Nein, das ist natürlich eine Marke. Das ist aber gut, dass du es erwähnst. Ne? Also das ist die Firma hier unten, die natürlich unter anderem auch für diesen Konzern das produziert. Und da nimmt man sich mittlerweile, was reinpassen kann, aus dem Baukastensystem, nimmt man sich solche Teile mit dazu. Wichtig ist allerdings, wenn wir das gerade ansprechen, wenn wir jetzt wieder auf die Räder kommen. Nee, warte mal, ich will ganz kurz nochmal, man kann die nicht mal abnehmen, die geht nicht, gell? Was meinst du? Den Deckel. Den Deckel, also ich bin jetzt kein Profi, ich will es jetzt nicht kaputt machen, da haben wir unsere Jungs in der Werkstatt. Natürlich kannst du den normalerweise anheben, aber dann können wir lieber einen dazu rufen, bevor ich gleich was mache, was ich hätte. Mach mal, wenn du mal einen rufst. Ja. Ich filme in der Zeit mal die Innereien so ein bisschen. Bis gleich. Er holt mal gerade jemand, der den Deckel abnimmt, denn das ist ja so angedeutet hier mit den 8 Zylindern hier oben drauf. Das ist ja nett, aber wenn man da mal drunter guckt, den ganzen Tag könnte ich hier einfach nur mal so Motorrauben filmen. Wie cool das gemacht ist mit so einem fast Modedesign von den Versteifungen, die hier drin sind. Und hier die Aufnahmen. Und natürlich 2 Verschlüsse auf beiden Seiten. Da kommt er, der Michael. Guten Morgen. Ich habe nämlich gesagt zu Michael, wenn du hier irgendwas abbrichst und ich filme das live, dann... Hier kommt die Verstärkung. Hier kommt die Verstärkung. Hast du hier, wenn du hier drin greifst, hat man hier so eine kleine Klammer. Die muss man links und rechts lösen. Okay. Gesehen haben wir sie, aber dran ziehen wollten wir nicht. Und dann kommt man halt auch nur an den Luftfilter dran. Das war's. Okay. So. Achso, das ist der Luftfilter jetzt. Das ist der Luftfilter, genau. Um das Ganze dann abzubauen, dann müsste man dann hier die Schrauben lösen. Und dann kann man das noch nach oben wegklappen. Dann hätte man einen Blick auf den Motor. Ist das viel Aufwand? Eigentlich nicht, ne? Mach mal bitte. Wenn du mal kurz ein Werkzeug holst. Ich halte mich mal mit dem Michael in der Zeit. Die Abdeckung, die legen wir einfach mal vor sich auf den Boden. Da passiert nichts. Das ist... Aber du siehst jetzt, wie das weitergeht. Ne? Vor sage ich mal, einem Jahr hast du das gemacht und da war der Motor zu sehen. Also das wird immer so weiterentwickelt und konzentriert. Wie genial das gemacht ist, auch hier mit dem Luftfilter. Das heißt, die Ingenieure von Porsche, jedes Jahr eine neue Entwicklung, die du hier mitkriegst. Also allein schon das Thema Elektromobilität, was ja viele bewegt, ist ja bei Porsche ein Megathema. Natürlich. Sven, mir wäre lieb, wenn man noch mal kurz, wo du eben kurz aufgetickt hast. Mach ich. Weil das ist mir wichtig. Das Fahrwerk, oder? Ja, also das Thema zum einen ist dieses Logo, wo du eben gesagt hast, wo man sagen, wir sind mittlerweile ein großer Konzern, wo man sich natürlich aus einem Baukastensystem bedienen kann. Hat natürlich den Vorteil, sonst könnten wir auch die 140 da vorne nicht hinschreiben, was ja schon viel Geld ist. Aber wenn wir alles neu entwickeln würden und eigens für Porsche, dann wäre es nicht machbar. Aber was hier jetzt zu sehen ist, also unser Fahrwerk, eine 22 Zoll Felge in dem Bereich, da muss man sich erstmal einen Hersteller suchen, der sagt, okay, unser Auto kommt mit 22 Zoll zurecht. Und das ist ja was, wo ich sage, also natürlich sind viele, viele Teile, gerade im Bereich um den Motor oder selbst Kabel, Kühlmittelschlauch, wo dann mal ein Konzernlogo drauf ist, aber alles andere, Fahrwerk und, das kommt aus Weissach. Ne? Und ich habe nie behauptet, dass ich fahre ja selber einen Volkswagen. Ich fahre einen VW T6, liebe das Auto, kriege immer Gänsehaut, wenn ich irgendwo VW sehe. Also es ist so, entweder liebst du VW oder nicht. Ja, und ich sag mal, ihr habt ja schon damals, in der Vergangenheit, wurde ja bei Volkswagen vieles zusammen gemacht mit Porsche. Ich erinnere nur an die Modelle. Du kannst gerne mal ran. Denn das Schöne ist natürlich die Axt im Haus. Die Werkstatt ist um die Ecke. Ihr kennt praktisch jeden Mitarbeiter persönlich hier mit Vornamen? Ja, meinst du jetzt uns oder meinst du jetzt die eure Gruppe? Ja, natürlich. Ja.
In der Gruppe wird es ein bisschen schwieriger. Ne? Da wird es schon schwierig, ja, Genau. das ist richtig. Ja. Ihr gehört zu welcher Gruppe gehört ihr? Die Scherer-Gruppe. Scherer-Gruppe. Scherer-Gruppe, genau. Ihr seid ein großes Power. Es gibt glaube ich, verschiedene Größen von Bausteinen. Genau, es gibt 4 Größen. Wir sind die Kategorie 4. Auch in diesem Jahr nochmal, obwohl es ein Corona-Jahr war, hatten wir ein gutes Jahr. Also die Marke ist immer noch sehr, sehr groß geworden und nochmal gewachsen dieses Jahr ein bisschen. Und auch unser Team hat aufgestockt. Ne? Justin ist jetzt auch jemand, deswegen macht er das hier mit links. Oder ich könnte mir jetzt die Augen zubinden, da würde er es trotzdem hinkriegen. Echt? Mach mal. Ein Junge, der vorher in der Werkstatt war. Und ja. Aber was ist jetzt im Prinzip seine Aufgabe? Was macht er? Ja, er ist jetzt unser Serviceannehmer hier im Hause. Das heißt, jetzt vorne im Kundenkontakt nimmt dort die Fahrzeuge an und das ist natürlich genial. optimal. Das heißt, du hast im Prinzip einen Kfz-Mechatroniker. Genau. Oder was hast du gelernt, Justin? Genau, Kfz-Mechatroniker. Genau. Das heißt, du kennst jede Schraube, du weißt, was zu tun ist und das merken die Leute schon, oder? Genau, also man hat halt die technische Erfahrung, das ist ganz praktisch. Man kann dem Kunden halt vorab schon sagen, was es sein kann und ist nicht unbedingt nur auf die Werkstatt angewiesen. Das ist so, man kann dich eh nicht erkennen mit der Maske, aber das ist hier Pflicht. Der Einzige, mit dem ich drehen darf, ist der... So, was ist jetzt zu machen? So, jetzt sind da die Klammern noch einmal zu lösen. Genau, hält mal kurz in die Hand. Das ist unbezahlbar, was du gerade machst, denn ganz viele wollen diesen V8 sehen. Ich habe nämlich gedacht, das geht gar nicht mehr wegen CO2. Geht. Hier einmal den Luftfilter. Genau. So, gleich haben wir wie in einer großen deutschen Automobilzeitung alle Einzelteile hier neben dem Auto liegen und sehen den Bausatz noch. Ja, schön wäre allerdings, wenn er dann auch den Motor rausheben könntet aus dem Auto. Das geht heute nicht, oder? Das ist dann ein kleiner Mehraufwand. Da bräuchte man ein bisschen. So. Wenn du mir das mal kurz in die Kamera von unten zeigst, da ist nämlich noch ein großes Hitzeblech. Genau. Na gut, Motor wird dementsprechend warm und Plastik und Hitze verträgt sich halt dementsprechend nicht so gut. So, was ist hier zu sehen? Was sieht man hier? Oben drauf? Abgasanlage, oder? Genau, da haben wir halt hier die 2 Turbolader und das hier wird dann Partikelfilter, Katalysator, das ist dann der komplette Abgasstrang. Und der V8, der sitzt halt dementsprechend, also hier haben wir 4 Zylinder und da hinten haben wir 4 Zylinder. Ah, da. Okay, das heißt, an die Zündkerzen, wie kommt man da ran denn als Techniker? Die Zündkerzen sind dann tatsächlich, muss man halt diesen ganzen, wie ich es jetzt gemacht habe, abbauen. Und dann muss man hier noch ein bisschen Verkabelung lösen und dann kommt man an die Zündkerzen bzw. an die Zündspulen und anschließend an die Zündkerzen. Ja, ich bin total begeistert, denn das Fahrzeug ist wirklich sehr interessant. Ja, wenn ich schon den Justin gerade hier habe, mal so ein paar Sachen auf der rechten Seite, dieses Metallding, was ist das? Ja, das ist das Motorsteuergerät. Also das ist so das Hauptsteuergerät, das regelt die ganze Motorsteuerung und ja, da läuft vieles zusammen. So, da ist jetzt eine Abgasanlage, der hat hinten 2 getrennte Auspuffrohre. Das heißt, die gehen direkt von hier raus über den Sammler dann hinten die Rohre. Genau, die laufen jetzt hier ab. Wir haben ja hier einmal Bank 1 und Bank 2. Und ja, das ist dann, hat jede Bank seine eigene Abgasanlage sozusagen. Laufen unten zusammen und dann nach hinten weg. Ist der Motor jetzt bekannt bei euch oder ist das jetzt eine Neuentwicklung, der V8? V8 an sich gibt es ja schon lange, entwickelt sich halt immer wieder weiter und ja, dementsprechend kommt viel Neues dazu. Ist der Service freundlich, falls es mal zum Aufprall vorne käme? Ist das gut reparabel oder sag mal, hat man daran schon gedacht so ein kleines bisschen? Weil ich sehe hier vorne hat man so Querverbinder mit drin, wahrscheinlich Crashpacks, die vorne drunter sind, oder? Genau, das ist halt zur Fahrwerkstabilisierung bzw. zur Fahrzeugstabilisierung. So Dome. Genau, die Querstreben. Super. Ja. So, ich habe dich gerade gefragt. Erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Und das bedeutet, also ich habe im Prinzip die Sensoren, die ersten Sensoren habe ich schon direkt hier in der Abgasanlage drin, oder? Genau, da haben wir halt verschiedene Sensoren. Das ist Abgastemperatur, das ist NOx, das ist Lambda-Wert. Ja. Boah, es sieht original aus, als wäre es ein Düsenjet von hinten. Also der cooles, ja, wir dürfen es anmachen, bitte? Du siehst ja auch mal, wenn du hier reinfilmst, du siehst ja, das ist ja mittlerweile so ein Multimaterialmix, was die Fahrzeuge haben. Ne? Und das ist jetzt wiederum was dann, egal wie viel Alu dann verbaut ist, aber sowas, das ist dann wiederum Stahl, weil das soll natürlich die Wucht eines Crashs auffangen. Ja? Und deswegen sehen wir jetzt mal gerade ganz gut, auf der Seite ist ein bisschen weniger wie auf der anderen Seite. Also
an ganz vielen Sachen wird an Gewicht gespart, was Karosserie betrifft, aber dann gibt es natürlich Sicherheitsaspekte und dazu zählt sowas, was du gerade angesprochen hast. Und das ist natürlich, ja, und das bestätigen uns auch die Kunden. Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen noch mit einem Kunden gesprochen, der hatte zum Beispiel Aquaplaning mit einem Spider gehabt, ne? Also im 718 Spider. Der hat das ein bisschen unterschätzt, weil da sind Semislicks drauf, also Rennbereifung eigentlich, und der hat dort Aquaplaning gehabt. Sein Sohn sozusagen, und da habe ich gesagt, aber alles gut. Und da sagt er, ja, alles war gut. Also da war für mich schon fast gar nicht die Angst, es ist ihm was passiert, weil genau dafür ist ja Porsche gebaut. Also wenn es einen Einschlag in die Leitplanke gibt oder. Das ist halt diese Rennsporterfahrung. Und man muss es ja auch nicht immer selber schuld sein. Das kann ja auch mal sein, dass jemand einem entgegenkommt und ich sag mal, ich brauche wahrscheinlich nicht zu erwähnen, dass er alle Sterne hat, oder? Das ist es halt. Es ist immer schwierig zu sehen. Wir haben auch manchmal Kunden, die fragen, Mensch, wo ist denn hier so ein Crashtest oder wo ist so ein Sicherheitstest? Die werden simuliert. Da muss man lange suchen, ja. Also da findet man gar nicht, wenn man bei Google sowas eingibt, direkt was. Aber da sind wir immer ganz vorne mit dabei. Und ich sag mal, der Fahrer oder die Insassen hier drin, die sind geschützt ohne Ende. Da gibt es auch mehr. Beim 11er haben wir mal gesehen, wo du mal gesagt hast, was ist denn das für ein Haken in der Tür? Weil eben, wenn genau dort ein Einschlag kommt, dass der das Ganze nochmal über diesen Querholm, der unten geht, abfängt. Und das sind schon tolle Sachen. Also du kannst dir sicher sein, in einem der sichersten, die können natürlich auch nicht alles verhindern, aber du sitzt mit Sicherheit in einem der sichersten und zuverlässigen Fahrzeuge hier. Ne? Ja, wir gehen gleich noch mal kurz auf den Innenraum zu sprechen. Wenn du mal gerade das Licht nochmal anmachst vorne, ja. Dass wir einmal mal kurz die Signatur sehen. Das ist das Tagfahrlicht. Also das Tagfahrlicht, genau. Die 4 Punkte sind bekannt bei Porsche. Das ist unser Markenzeichen. Mittlerweile hat es ja auch das ein oder andere Hersteller, aber nach wie vor unser Markenzeichen. Hier in der Mitte ist jetzt eine sehr breite Linse. LED haben wir, lass mich überlegen, bis auf den 718 in jedem Auto serienmäßig drin. Hier ist allerdings Matrix, und Matrix ist so das geilste und beste Licht, was es so, sage ich jetzt mal, bei uns verbaut wird. Das heißt, du hast immer ein absolutes Fernlicht. Also hier drin sind zwischen 40 und 60, ich weiß die Zahl nicht ganz genau, ganz viele kleine LEDs, und die Kamera vorne, die quasi, ich mache mal ganz kurz runter, die hier oben in der Mitte zu sehen ist. Ja? Das ist unter anderem die Kamera, die zeigt dir die 120 bei 120 oder die, was weiß ich, keine Geschwindigkeit mehr. Die ist auch zuständig dafür, wo bewegt sich vor dir gerade ein Auto oder wo kommt dir eins entgegen. Und dann wird genau dieses einzelne Fahrzeug vor dir schwarz ausgeblendet, und hinter dem Fahrzeug und vor dem Fahrzeug ist immer noch alles hell. Das ist schon cool. Also ich habe mal ein Video gesehen von Hella, wo die das gezeigt haben. Das ist volles Fernlicht und nur das Auto wird ausgespart. Ja, und das funktioniert. Das ist mega, ja. Das ist ja, ich sag mal, der, wo vor dir fährt, der denkt, was ist denn los? Weil du machst dem ja alles rechts und links hell, aber der selber ist halt dunkel, ja. Und sowas müsste man vielleicht mal abends machen, dass man mal, es Sicherheit wird dunkel, pur, muss man sagen. Fährt. Ja, das kann man gut zeigen. Also es ist mega, wie das zu sehen ist. Ich glaube, ein Riesenunterschied ist es ja mit allen Sachen so, wenn du sie nicht mehr hast, dann vermisst du sie, aber wenn du dauernd Matrix LED fährst und steigst da mal in einen, ich habe mir jetzt einen Volkswagen T3 gekauft, Baujahr 88 mit H4-Licht. Und wenn ich dann durch mein Waldstück nach Frankreich fahre, dann brauche ich eine Nachtsichtbrille. Ja, das ist halt, hast du vom baldigen Adventskranz schon mal 2 Kerzen vorne? Das kann man nicht mal vergleichen. Das heißt, das ist irre hell, stört aber keinen mehr. Nee, also früher war es so, das war ja dieser Fernlichtassistent, der hat entweder voll oder nix oder voll oder nix. Und das war immer so ein bisschen verzögert. Und da haben viele schon aufgeblinkt, bis der überhaupt das Auto erkannt hat, weil du bist halt mit Fernlicht da reingefahren. Und das passiert ja nicht mehr. Das Licht arbeitet unabhängig. Ne? Also, ich habe es eben schon kurz moderiert. Das hier hat wahrscheinlich ein Modedesigner kreiert, oder? Diese Aussparung. Auch das dient wiederum einer gewissen Stärke, ne, in der Karosserie. Also es sieht gut aus. Genau, Steifigkeit. Das sieht gut aus. Das ist das eine, aber es dient mehr dem Zwecke. Ne? Also, ja. Cool. Ja, wenn du mal kurz die Klammer ein bisschen runter machst, sei mal so lieb. Was meinst du hier? Das? Ja, genau. Ein kleines bisschen runter. Nee, runter, genau. Und nochmal runter. Und jetzt mal die Klappe schließt. Ich hatte nämlich Bedenken, jetzt weiß ich wieso. Jetzt weißt du wieso. Nee, das sind die Leute, die Kommentare schreiben. Das schöne Auto. Und wenn du mal so lieb bist, mal einsteigst, den Motor mal anmachst, ja. Denn das wollte ich mir jetzt mal, jetzt ist zwar kein Luftfilter drauf, aber wir haben den Techniker gefragt und er hat gesagt, man kann ihn so mal anmachen. Das ist hier jetzt im Showroom, glaube ich, kein Thema. Wir stehen hier drin, alles im grünen Bereich. So, mach mal. Ha. Du hörst auch schon wie beim Start, so diese Abgasanlage klappt, ne?
laufen, weil er ist so in der Warmlaufphase, da hört man gleich so ein bisschen einen Unterschied. Zu viel Gas dürfen wir jetzt nicht geben, weil da fehlt vorne wirklich der Filter, aber wir lassen mal ganz kurz in der Warmlaufphase gleich. Mach nochmal auf vorne. Ich will mal gerade. Mach mal ganz schnell. Jetzt, wo wir schon mal. Boah, das klingt wie. Ja, das ist ein Surren, ein Schnurren sozusagen. Ja, ein Schnurren. So, wenn du mal gerade hier mal reinsetzen, ein ganz kleines bisschen Gas gibst, jetzt wo wir keinen Luftfilter drauf haben. Ah, da kommt nichts. Alles klar. So, und jetzt hinten. Ist die auf, die Klappe hinten? Du, ich mach die jetzt mal zu, dann hören wir zuerst mal ohne und dann du hörst es auch so leicht klacken, wenn diese Klappe reagiert. Ne? Also ich mach mal eins. Ich gebe dir mal gerade das Mikro und du moderierst mal gerade, was du machst, okay? Okay, so machen wir. So. Du musst aber laufend reden. Okay, ich versuch's. Also jetzt haben wir hier die Klappensteuerung erstmal aus. Ja, das sieht man jetzt auch hinten nochmal. Jetzt können wir auch die Klappe mal anmachen. Das hören wir jetzt aber gleich leider erst, weil hier drin ist jetzt die Klappe weniger gut zu hören. Und dann kommt halt so ein Poltern dazu. Ne? Genau, wir haben einen kleinen Designfehler. Wenn du das Mikro hältst, kann ich hinten ja nicht den Ausfuhr. So, dann mach mal gerade die Klappe zu. Ich hab's gerade gesagt. Mach mal die Klappe zu. Und auf bitte. Alright, du kannst das Auto ausmachen. Was man hier drinnen so hört, das ist dieses Blubbern und dieses Brummen unter Last. Aber das hier klingt schon mega, aber unter einer Last ist das nochmal extrem. Ja, du hast ihn jetzt nicht hochgedreht, muss man sagen. Also ist der Motor kalt, gib ihm 8,5, nee. Auch das sollte er abkönnen, aber das machen wir nicht. Nee. Das machen wir auf gar keinen Fall, denn der Wagen ist nagelneu. Das war jetzt kurz über Standgas, muss man sagen, oder? Schon. Ja, also wir hatten hier vielleicht 2.500 Umdrehungen, also es war jetzt nicht viel. Ne? Also außerdem ist der Motor hier drin warm, der hat ja Zimmertemperatur, draußen haben wir 6 Grad. Also ist er nicht an sich, aber natürlich kalt gegenüber dem, was er erreichen kann, ist er natürlich schon. Ja. Cool. Mach mal auf hinten, das geht wahrscheinlich elektrisch. Geht elektrisch, jawohl. Fahrräder, wie kriege ich die drauf? Also hier muss man jetzt sagen, durch deine mittige Auspuffanlage, die brauchst du nicht. Du kannst auch nach wie vor die außenliegende nehmen, aber durch die mittige hat man natürlich keine Anhängerkupplung mehr. Das fällt hier weg. Ne? Das ist hier nicht möglich. Echt? Wo ich da meine Gartenabfälle doch sogar mit dem... Wenn hier noch eine Anhängerkupplung rankommt, dann haben wir den Sound nicht mehr. Da hat jemand das Rad geklaut. Da hat jemand das Rad geklaut, ja. Da sieht man halt, er muss für den Weltmarkt gerüstet sein. In Deutschland haben wir unser Reifenpannenmittel. Es gibt aber noch Länder, die brauchen ihr Notlaufrad, ja. Wobei ich glaube, bei 22 Zoll hängt das in der Luft, wenn du hier so ein Notlaufrad drauf hast. Klar, wenn du keins hast, hast du auch keins. Dann ist dann so. Aber die Pannensets funktionieren gut. Ja. Jetzt muss man sagen, man hat hier so eine entsprechende Mobilitätsgarantie bei Porsche. Also das Pannenset eigentlich nutzen, das ist ja so eine Flüssigkeit, die da reinkommt, damit so ein Kompressor, wo der Kompressor, sage ich mal, nachher aus diesem milchigen Zeug so eine Art Bauschaum macht, ja, dass das Rad eine Steifigkeit hat. Das sollte man nicht benutzen, weil es ist auf der einen Seite vielleicht Schweinerei beim Reinmachen, es ist auf der anderen Seite ein extremer Aufwand, das nachher nochmal sauber zu bekommen. Du hast eine Assistance dabei, also 24 Monate hat der Porsche eine Garantie drauf und auch diese Assistance, dass egal wo du liegen bleibst, immer die Mobilität garantiert ist, also dass du weiterkommst und dein Fahrzeug zum nächsten Porsche-Zentrum geschleppt wird. Und das Ganze kann man bis 15 Jahre oder 200.000 Kilometer verlängern. Ne? Wenn du wirklich keinen Handyempfang hast und alles läuft schief, was schief laufen kann, dann kann man dieses Pannenset benutzen. Ja, aber ich habe es im Fahrrad, habe ich es drin. Ja, das ist eine ganz andere Dimension. Ne? Wobei ich sagen muss, die meisten haben einen Platten durch den Nagel und viele kommen immer noch zu uns, die packen das, weil ein Nagel dichtet bis zu einer gewissen Länge auch ab. Also das ist schon... Das hab ich gesehen beim Cupra, der hat das auch, der hat eine Wischanlage für die Heckkamera. Genau. Das ist so praktisch, das vergessen viele. Ja, genau, also du hast vorne im Display eine Taste. Ärgern wir hier immer gerne unsere Azubis, wo man sagen, guck doch mal hin, die Kamera geht nicht, schau mal genau und dann drückst du vorne mal kurz drauf. Aber die macht dann sauber, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn so Salz ist und du kannst nichts erkennen hinten. Und das ist hier passé. Das ist gut, ja, also du hast ja gesehen, die hängt sehr, sehr tief, ne? Also über dem Kennzeichen, von daher bei manchen Autos brauchen wir sie, der Cayenne ist einer davon.
Gerade jetzt so in der Winterzeit ist das ein Vorteil. Ne? Cooles Soundsystem drin, das nenne ich ja mal einen Subwoofer, oder? Jo, also es gibt natürlich darüber hinaus nochmal Burmester, das sind die 2 Bose und Burmester, die wir zur Verfügung haben. Bose ist perfekt, also das ist... Es gibt Schlimmeres als Bose. Klang. Cool, ja, das ist ja ein tolles Detail hier vorne, dass du das so aufstellen kannst. Das heißt, wenn du mal was einlädst, bist mal hier bei Globus, deinen kleinen Einkauf. Genau. Das Fahrzeug ist relativ, ich sag mal, emotionsfrei im Vergleich zum Elva. Das heißt also hier, das Auto ist ja mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist so die Speerspitze, kann man sagen. Das ist so, ich sag mal, von der Leistung und von der Fahrleistung. Gut, es geht ja teilweise bis knappe 700 PS, wenn du auf einen Turbo SE Hybrid gehst. Also motortechnisch ist natürlich da auch noch nach oben ein bisschen Luft, so ist es nicht. Aber schon gut. Ja, aber das hier ist perfekt und ich sage jetzt mal dabei, hier steht wirklich was ganz Eigenes. Also es ist jetzt schade, weil jetzt hier ist ja auch ein Coupé in Rot. Ne? Das sind jetzt haben wir 2 GTS hier drin stehen, aber wenn jetzt hier das ist der gleiche? Das ist der gleiche, allerdings ohne dieses Leichtbaupaket. Also so würde der GTS aussehen, wenn wir ihn bestellen. Die schwarzmatten Felgen sind dann serienmäßig drauf. Der wirkt in Rot ganz anderes Auto wie in Grau. Ja, aber man muss dabei sagen, der hier hat jetzt wirklich dieses Leichtbaupaket, dann noch in Carbon drauf. Das macht schon nochmal was anderes aus ihm. Ne? Der ist aber trotzdem schön. Gefällt mir auch sehr gut. Unten mit den Porsche-Aufklebern drauf. Wir haben viele bunte Farben im Moment, ja. Wir haben schon den Frühling hier im Porsche-Zentrum. Warte, ich zeige mal trotzdem die CO2, wenn wir schon dabei sind, jetzt ihn gezeigt haben. Denn der wiegt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr, weniger, wie auch immer. Hier sind wir drauf. Und die CO2-Effizienz. Die kosten ungefähr das Gleiche, also die beiden, die jetzt hier stehen, oder? Genau, also vom Preis her ist nicht viel Unterschied. Der eine hat dann vielleicht 2, 3 Ausstattungsdetails mehr. Dieses Carbon-Paket, dieses Leichtbaupaket kostet so um die 8.500 €. Dann ist quasi das Dach aus Carbon, die Felgen sind drauf, diese bisschen, sag ich mal, Retro-Sitze sind drin mit dem Alcantara-Bereich hier vorne im Lenkrad. Und du kannst dann nochmal, das hat er hier jetzt, dieses in Carbon wählen, dann kostet das statt 8,5 so um die... Das Dach ist wirklich aus Carbon. Ja, ist Carbon. Ja. Okay. Die Verdunklung ist serienmäßig hinten? Nee, die Privacy-Verglasung, die müssen wir wählen. Ne? Also beim GTS wäre jetzt wiederum das hier serienmäßig schwarz. Ne? Diese Shadowline, die ist dann schwarz. Können wir mal zeigen. Hier der hat aber auch Privacy. Sag mal... Wir geben es den meisten, ja, die wir hier vor... Wir konfigurieren die ja vor, wo wir denken, Mensch, aufgrund auch der Erfahrung, das ist so das Auto, wie es für unseren Kunden am interessantesten ist in dem Bereich. Und was ist das für eine Felge hier drauf? Das hier ist eine RS Spider, nennt die sich. Größe? 21, sorry. Genau, diese ist 22. Das ist eine 22er, genau. Boah, ich kenne normal 22 nur aus dem Nutzfahrzeugbereich bei Iveco. Ja, 22 ist teilweise, auch viele sind ja mit 21 schon nicht unterwegs, aber 22 ist halt schon selten. Ne? Ja, super. Weißt du was, Vorschlag? Du setzt dich mal kurz hinten rein, denn viele Menschen nutzen das ja auch als Familienauto. Genau. Das ist ja... Du siehst jetzt hier, wenn du gerade mal reinfällst, bei dem Sportpaket, bei dem Leichtbaupaket haben wir jeweils nur 2 Sitzplätze hinten. Ne? Also normalerweise kriegst du den Cayenne auch mit 5-Sitzigkeit, also 3 hinten, 2 vorne. Bei dem Leichtbaupaket ist in der Mitte immer so ein Ablagefach. Das heißt, dann hat er immer 4 Sitze. Warte, ich gehe mal ganz kurz rein, dann filme ich mal gerade die Mittelkonsole. Die ist auch mit Tasten versehen, das heißt, die werden illuminiert, wenn ich drin bin. Ich mach mal die Zündung an. Dann ja. Sehen wir das. Der hat also ein Klimadisplay. Warte, ich mache mal gerade mein Licht aus. Dann sieht man es ein bisschen besser. Also auch die hinteren Mitfahrer, die können dann nochmal genau einstellen von der Luft her, wie sie haben möchten. Cool, hier unten habe ich zweimal USB-C drunter, das sind diese kleinen weißen, auch schon hier. Das ist eine Vorrüstung für so ein Monitorsystem, das heißt also, du kannst hier, gibt es einen Monitoraufsatz dafür. Das Lustige ist, da kann man zum Beispiel auch Fahrinformationen reinlegen, also man kann, die Kids oder wer auch immer hinten mitfährt, die können dann gucken, wie schnell fährt Papa oder Mama. Alcantara, Himmel, steht im Auto wirklich gut, ist auch für die Akustik natürlich toll. Ja, das ist auch nochmal durch den GTS in Alcantara gehalten. Ne? Das ist schon was. Also die Materialien hier drin, die sind schon extremst hochwertig. Ne? Was auch schön ist, das Carbon nochmal in der Tür drin, ja. Das nochmal so als praktisch Designelement nochmal wiederholt. Ich glaube, dem Gewicht wird es bei dem Auto nicht so... Das macht jetzt weniger aus.
So, dann das Polster. Also das erinnert mich ja extrem an alte Zeiten. Ja, das ist so, ich weiß gar nicht, wir müssen mal schauen. Hinten haben wir auch noch einen stehen, ob der es nicht drin hat. Also wie gesagt, im R war das verarbeitet als letztes und ich finde schön, dass Porsche das dem Auto hier gegeben hat. Es ist extrem wertig. Du merkst schon, man rutscht auch nicht drauf. Das ist wie so ein bisschen Alcantara, hat auch nochmal den Vorteil. Aber alle anderen Details sind wirklich mit Vollleder auch verarbeitet. Das Thema Werterhalt bei diesen Modellen hier, also was habt ihr da für Erfahrungen? Also ich sag mal, wenn du jetzt die Mitbewerber nimmst, die in dem SUV-Bereich unterwegs sind, da ist mit Sicherheit Porsche auch nochmal ganz vorne mit dabei. Also natürlich ist der hier jetzt vom Werterhalt oder generell ein Macan nicht so hoch wie ein Elva, ja, aber wenn man die Mitbewerber eines Macans oder eines Cayennes vergleicht, da liegen wir doch noch mit einem großen Abstand weit vorne, Gott sei Dank. Ne? Ich habe jetzt eben gesehen mit der Ausstattung, allen drum und dran, klar, 150.000 ist jetzt viel Geld, aber ist so, wie ich dachte, liegt vielleicht bei 190 oder 220 oder sowas. Das ist schon jetzt hart kalkuliert, weil ihr verkauft ja von dem V8 wahrscheinlich nicht die super vielen Stückzahlen oder bestellen die meisten den V8? Nee, also es sind jetzt viele, die wo auf den GTS gehen jetzt, wo er zu haben ist, wo er da ist. Aber du musst auch immer sehen, Porsche macht das ja auch schon relativ geschickt. Das heißt, wir können jetzt gar nicht so viele Autos liefern als V8. Ja, irgendwo. Die machen das geschickt, die haben nicht mehr Kapazitäten. Nein, also irgendwo ist eine Grenze erreicht und Sammler, ja, gut, im 11er noch ein bisschen mehr wie hier. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel hier von diesem Auto nächstes Jahr 12 Autos kriegen, dann ist das schon gut, ja. Und das lässt halt den Preis wertig sein, weil andere Hersteller, wo wir 12 liefern, da können die dir 80 liefern oder sowas. Ja. Zeig mal gerade so kleine Details wie die Entkopplung, dass hier es innen immer sauber bleibt. Du hast also mehrere Gummilippen, die alles abdichten. Das dient wahrscheinlich einmal der Geräuschentwicklung und natürlich dem Schmutz. Genau, also das sind auch sehr breite hier verarbeitet und auch im Außenbereich nochmal. Du merkst auch, der hat jetzt das System, dass zum Beispiel die Tür, du legst sie nur bei, ne? Und zieht sie sich selber bei dann in dem Moment. Hier siehst du aber auch hier vorne die Lippen, die da drin sind, die das Ganze verschließen, das ist mit viel Liebe, ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen, da ist so eine Lippe drin, wenn du noch mal kurz aufmachst, die dann, das heißt, der zieht sich selber zu. Ist das jetzt eine Option oder ist das? Das ist eine Option, ja genau. Also Soft Close. Soft Close, richtig, ja, dass er die Türen zuzieht. Natürlich phänomenal, muss man jetzt mal sagen, das ist wirklich egal, welche Spaltmaße wir uns jetzt angucken an dem Fahrzeug, wie filigran und perfekt die sind. Ja. Und das ist ja das, was auch, sage ich mal, viele fasziniert, obwohl ja auch schon die Marke Porsche extrem gewachsen ist und wir viele Autos produzieren, die Spaltmaßen immer noch perfekt sind. Erhaben. Machen wir gerade ja. eine kleine Sache, Sekunde. Ein Spoiler. Ich wollte eben schon fragen, ob das hier alles ist. Der kleine Schwarze, nee. Ja, genau, also das ist jetzt typisch, das da fährt raus bei ca. 120, 130 km/h, bei 60 nochmal rein. Und, ich kann es auch manuell rausfahren, wenn ich es zum Beispiel zum Reinigen in der Innenstadt. Genau, dann bleibt aber immer draußen. Ne? Ich krieg's nicht eingefangen. Es ist einfach schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Das Porsche ist jetzt auch unter Glas? Ja, das ist hier geschützt. Das ist auch schön, weil früher hat sich immer da ein bisschen was angesammelt. Da hat man jetzt so eine Front drüber gezogen. Sieht sehr gut aus, wertig aus. Und halt hier in dem Moment schwarz, weil GTS-typisch schwarz-matt und dann noch der Porsche-Schriftzug nochmal in schwarz-matt. Die Farbe ist schon schick, oder? Die läuft gut bei euch. Kreide, ja, ist schon eine richtig super schöne Farbe. Jetzt muss man dabei sagen, das Dach ist schwarz. Also wenn man damit viel arbeitet, dann brachiales Auto. Ne? Kommen wir mal zum Thema Ausstattung. Wenn ich mir den neu konfigurieren lasse und habe keine Hilfe, man kann wirklich schnell ganz wichtige Sachen vergessen, die mir das Leben danach zur Hölle machen, die du auch nicht mehr so schnell eingebaut kriegst. Ja. Also der Teufel steckt wirklich im Detail. Also die Konfiguration, ich habe es mal geschafft, was haben wir, ein A4 Avant ohne Sitzheizung zu bestellen. Die hat er einfach vergessen. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, bei welchem Konzern, aber das war schon witzig. Wie geht ihr denn damit um? Checken das nochmal 2, 3 Leute danach? Weil man kann ja Fehler machen. Also meistens muss man dabei sein, kommen die Kunden schon und haben eine gewisse Standardkonfiguration oder haben sich schon viel Gedanken gemacht, bis ins Detail hin.
Es gibt natürlich viele Optionen, da weiß der Kunde auch nichts mit anzufangen, ob das eine Quersperre ist oder ein Wankausgleich. Da hat ja jeder Hersteller, der sowas überhaupt anbietet, der hat ja sein eigenes System, Hinterachslenkung. Also da ist schon auch natürlich die Erklärung von unserer Seite aus gefordert und das machen wir auch gerne, da freuen wir uns ja auch drauf. Und natürlich gehen wir das Fahrzeug immer von A bis Z mit dem Kunden durch. Wenn jetzt da, natürlich, es gibt jetzt Standardsachen, wie du jetzt eben sagst, eine Sitzheizung, das wäre jetzt was, da sitzt wirklich bei Porsche noch jemand in der Disposition, da wo wir den Vertrag einreichen und die sagen, hey, ist es wirklich gewollt, dass da eine Sitzheizung jetzt fehlt? Ja? Dann können wir nochmal sagen, okay, der Kunde wünschte es so oder wir haben es vergessen und konfigurieren es nach. Passiert selten, aber ist so. Natürlich, eine Hinterachslenkung, da rufen die nicht an und fragen, wolltet ihr die drin haben oder nicht? Ne? Jetzt die Vollluftfederung, die ist wahrscheinlich auch eine Option, die drin ist? Genau, also Luftfederung, der hier hat jetzt ein Dämpfersystem noch zusätzlich, wo du dem Auto sagen kannst, fahr komfortabel oder hart. Wo du jetzt nochmal gerade sagst, Ausstattung, da hat Porsche mit den aktuellen Modellen was ganz Tolles, weil die laden dich, wenn du ein Auto gekauft hast, zu einem Tag am Experience Center am Hockenheimring. Da hat Porsche ja ein neues Experience Center gebaut, wo vielleicht auch später mal irgendwann Auslieferungen stattfinden können. Das habe ich nicht bekommen damals. Damals. Wir reden über aktuelle Modelle. Es wird Zeit, dass du nochmal zu uns kommst hier mit einem Fahrzeug. Und das ist schon was Cooles. Ja? Also das heißt, du lernst dein Auto dort kennen, fährst den mal ein paar Stunden und kannst ihn auf einer Rennstrecke bewegen. Und das ist ganz interessant, weil da passiert auch oftmals, dass der Kunde danach anruft und sagt, hey, ich habe die Hinterachslenkung jetzt gemerkt oder den Wankausgleich oder die Keramikbremsanlage, die will ich doch drin haben. Und das ist ganz interessant. Weil Upselling. Das heißt, ihr benutzt dann, aber es ist ja so, was ich nicht kenne, nicht ausprobieren kann, das kann ich nicht beurteilen. Da muss ich dir ja schon vertrauen und das ist schon schwer bei dir, oder? Naja, normalerweise klappt es ganz gut. Also ich sage mal so, das Thema hier ist, wenn du das Auto dort hinten fährst, wir haben jetzt wir haben jetzt zufällig 2, 3 Cayennes hier stehen, aber die haben da hinten Sachen, die haben 7, 8 Autos, ja, und die haben auch ganz spezielle Autos. Da ist mal beim Taycan eine lederfreie Ausstattung, das ist was Spezielles, das wird gefordert, aber ich würde jetzt behaupten, ein Händler sagt jetzt nicht, ich stelle mir einen dahin, ja. Und das ist gut, dann wenn der Kunde sagt, Mensch, das können wir auch nutzen im Verkauf, wenn jetzt der Kunde sagt, ich will sowas sehen, dann können wir auch mal hingehen und können mit dem Kunden zusammen dorthin fahren und dann kann er so ein Fahrzeug sich dort mal in aller Ruhe anschauen. Ne? Die Sitze, was sind das für Sitze drin? Porsche-Sitze? Ja, Porsche-Sitze, also das hier sind jetzt die Sportsitze. Ne? Es gibt Komfortsitze, das hier sind die Sportsitze, die erkennst du daran, das ist beim GTS immer serienmäßig drin. Die sind hier etwas ein bisschen höher und auch in der Seite noch mal mehr ausgeprägt. Bessere Sitzkomfort. Ist trotzdem komfortabel? Der ist sehr komfortabel. Ne? Es gibt jetzt den könntest du jetzt upgraden in einen 18-Wege-Sitz und dann kann man die hier noch aufpusten so ein bisschen. Achso, das ist noch nicht Ende. Nee, der Fahnenstange. Wir haben es jetzt nicht gewählt, weil wir sagen, Mensch, der Sitz ist eigentlich schon mehr als perfekt. Aber wenn du jetzt sagst, Mensch, ich möchte das hier aufstellen oder zum Beispiel die Schenkelauflage rausfahren, das wird jetzt bei dem Sitz hier nicht funktionieren. Sitzlüftung optional? Sitzlüftung optional, bei dem Sitz nicht, weil da kommt keine Luft durch den Stoff. Ne? Ginge aber, wenn einer sagt, will ich unbedingt haben. Dann müsstest du auf Leder gehen. Ja. Leder. Wenn du auf Vollleder gehst, dann hat er auch die Sitzlüftung. Das ist ein cooler Stoff. Also das ist so, es kommt alles irgendwie zurück. Ich fühle mich wie im Scirocco so ein bisschen, da kenne ich das noch. Die hatten auch so Zeug drin, ja, das ist auch so Material, ne? Das ist richtig, ja. Es hat was. Ja, die Armauflage in der Mitte, das nenne ich immer eine Armauflage. Da brauchst du die nicht zu suchen, oder? Nee, das ist aber auch so typisch Cayenne. Auch diese Griffe, die dort in der Mitte verbaut sind. Achso, die Angstgriffe, wenn einer Gas gibt. Bei dem Auto hier können wir es so nutzen, ja. Aber das Teil ist echt gemacht fürs Gelände. Also da kannst du einen Berg hochfahren, der eine Steigung hat. Der hat Allrad. Ja, natürlich, ja. Ach so, das aktiv, ist also nochmal, das ist jetzt kein Spaßgefährt, sondern ich kann damit, der hat Bodenfreiheit, ich kann den nochmal hochfahren. Der hat ja Luftfeder jetzt hier. In Leipzig, also der hier, dem haben wir jetzt keine Luftfederung gegeben, dem roten haben wir sie gegeben, das siehst du daran, der rote liegt ein bisschen tiefer, der hier hat jetzt den normale Standardhöhe, ne? Also nicht verstellbar. Die Dämpfer, ist völlig ausreichend, aber du hast halt die Möglichkeit, nicht das Auto hoch im Gelände zu fahren. In Leipzig, da ist der Geländeparcours. Am Hockenheimring haben wir den jetzt aber auch. Ein bisschen kleiner natürlich, aber in Leipzig ist das schon phänomenal. Da fährst du Berge hoch. Das ist heftig. Und wenn ich mich jetzt mal gerade, wo das jetzt ganz anders, wenn ich mich mal zurückerinnere, es gab, den Hersteller nennen wir jetzt nicht, es gab, wie wir den Cayenne damals vorgestellt bekommen haben, sind wir auch auf so ein Testcenter gefahren. Und da lädt Porsche immer alle Mitbewerber ein, ja, und da gab es 2 Stück.
die mussten außen am Berg vorbeifahren. Also das hätten die nicht gepackt, den Berg hochzukommen. Und da ist nicht getraut, oder? Das hat mit Trauen nichts zu tun. Die haben es anscheinend vorher probiert und haben gesagt, mit den Fahrzeugen fahren wir nicht hoch. Also, Achso, die hatten eigene Fahrzeuge dabei. ja, also die mieten ja verschiedene Hersteller an, um uns zu zeigen, wo liegen die Stärken, vielleicht Schwächen oder wo sind andere stärker wie wir. Das ist dann eher schwieriger, aber... Ich verstehe, das ist also ein Multifunktionsgelände, was alle Härtegrade hat. Und da haben wir haben getestet und 2 Marken sind immer am Berg vorbeigefahren. Also die durften gar nicht diesen Steilpass hochfahren. Es war nicht Porsche. Das war nicht, wir waren dabei, wir sind hochgefahren. Aber das möchte ich damit sagen. Also das ist ein Auto, das fährt auf der Rennstrecke Topzeiten, gerade so einer. Aber mit dem kannst du auch ins Gelände gehen und ins extreme Gelände. Ne? Sehr schön. Ja, steig mal ein. Ja. Denn ja, die Klappe macht dazu, das ist gut. Und ich kann schon gerade jetzt hier einschlafen. Ich mache mal gerade den Sitz ein bisschen nach hinten, dann habe ich noch ein bisschen mehr Hub. So, fahr mal los. Dann, nee, wir fahren es nicht los. Da ist ja gar kein Kennzeichen drauf. So, jetzt, warte mal. Ganz kurz. Ja. Ich muss einmal kurz mal durchatmen, weil das ist... Das ist so schwer, das Einsteigen. Nee, nein. Ach, das ist nicht das Einsteigen. Es geht darum, es hat sich so viel getan. Also wenn ich da an den alten Elfer denke, was war das, 217er hatte ich. Das sind Welten. Ja. 991 hattest du, ja. 991, 2016 gekommen. Ja, da war halt alles noch ein bisschen anders da, ne? Displaygröße, hier vorne die Schalter. Also, das heißt, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie, kennst du den Film mit Will Smith, wo die aus dem All kommen und diese Untertasse da, das ist schon ziemlich spacig hier drin, findest du nicht? Mit diesen Gizmos in der Mitte, die so aussieht, als könnte das Ding fliegen. Ich muss jetzt lächeln, du liegst hier drin, ich möchte dich gerade mal filmen. Ja, ich muss ja liegen, weil du bist so groß, ansonsten kann ich dich nicht mehr raus hier. Also nochmal, okay, der Displaygröße? Also die Displaygröße 10, noch was, also riesig, ja, in dem Bereich. Ich mache mal gerade das, jetzt ist es leider standardmäßig, sonst hätte ich es eben, wir machen das ja immer ohne große Vorbesprechung. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen moderner mit Google-Ansicht und so. Zeige auch mal gleich noch kurz, was das kann. Das ist schon ganz toll geworden. Vielleicht mal ganz kurz. Ich halte volle Lotte gerade mit meinem Licht drauf und was ganz Besonderes passiert. Dieses Display schluckt die Reflexionen von dem Licht. Also wenn man hier mal daneben filmt, da hast du lauter Reflexionen und hier hast du so gut wie keine Reflexionen. Das heißt also die Ablesbarkeit, egal aus welchem Winkel, ist gut. Ja, ist ja oftmals, jetzt haben wir Carbondach, das heißt hier ist kein Glasdach drin. Du kannst den normalen, aber auch wenn er jetzt nicht dieses Leichtbau oder dieses Sportpaket hat er ein Glasdach und dann knallt natürlich die Sonne eventuell durch und dann ist das schon sinnvoll, ne? Das Display nicht. Dann ist das so gestochen scharf wie ein iPhone-Display, das heißt, also du siehst da keinen Punkt? Nee, das ist scharf, das ist schnell, muss man auch dabei sagen, also das ist schon alles am Stand ganz toll geworden. Ne? Wir machen mal gerade die Satellitenkarte, die muss immer ein bisschen laden. Ist die SIM-Karte fest verbaut? Die ist hier hinten dran, genau, richtig. Die ist hier hinten dran. So Sachen wie Software-Updates. Es gibt dann, das nennt sich My Porsche. Jeder Porsche-Fahrer kriegt dort sein Auto in seinen Account kopiert und dann zum Beispiel hat er dann Vorteile. 2 Jahre lang Live-Verkehrsdaten. Das sind die grünen Linien. Das heißt also, bevor irgendwo ein Unfall passiert oder bis also bevor natürlich, um Gottes Willen, dann natürlich nicht, aber wenn ein Unfall passiert, bis der beim Radiosender ist, das wollte ich sagen, und irgendeiner überträgt den über sein Radiosystem, hast du ihn hier schon direkt, weil sich viele, genau, das basiert jetzt auf Google-Basis. Ne? Dann kannst du auch, ich zeige dir das mal gerade, das ist ganz cool, darf man hier Werbung für ein Hotel machen, ich gebe mal gerade was ein. Also früher war es immer so, du hast genau Stadt und Straße eingeben müssen, jetzt sagst du zum Beispiel, mein Gott, wir fahren ins Hyatt nach Köln oder sowas. Ins was? Ins Hyatt Hotel nach Köln, oder sag mir ein anderes. Ja, keine Ahnung, ich steige nicht so ab wie du. Aber der nicht bei Porsche ist der. Nee, aber das Hyatt ist schon gut in Köln, ne? Ja, das ist eigentlich gut. Ne? So, das holen wir jetzt mal gerade in Köln. So. Ja, jetzt hätte ich Wenn gesagt, du schon da bist, dann bist du auch direkt am Rhein. Also jetzt gehen wir mal hier drauf. Hier. Das können wir auch machen. Aber was ich jetzt zeigen will, ist, der zeigt dir jetzt das an. Das heißt, du weißt die Straße nicht, aber den Hotspot, das kann auch ein Restaurant oder irgendwas sein. Okay. Und dann klickst du drauf und dann zeigt er dir hier an, wo ist das Ganze vor Ort? Nee, du könntest sofort dort anrufen. Guck mal, Köln 10 Grad, leicht bewölkt. Ein paar Bilder vom Hotel. Jetzt mal ohne Witz. Schon ganz cool. Ne? Das klappt aber nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Medien Saarland eingibst. Das probieren wir jetzt mal. Mach mal. Also, jetzt machen wir mal. Sprache hat es ja leider nicht. Doch, das geht auch, aber ich mache es jetzt mal so. Mai.
Medien Saarland. Da kommt, wir haben uns das Gebäude neu gestrichen. Ich glaube, es ist noch nicht drin. Ich wollte mal ein Foto machen. Da ist es. Mach mal rein, ob da ein Foto kommt. Das hatten wir jetzt nicht geplant. 80 Meter weg sind wir. Ganz toll. So, jetzt gehen wir mal drauf. Jetzt gucken wir mal. Also. Da sind wir. Also, guck mal, hier können wir dich direkt anrufen. Echt? Bei uns scheint keine Sonne. Ach, der kennt auch die Telefonnummer. Die Webseite ist unten drin. So, das ist aber alles, was jetzt ist. Aber hier, guck mal, bist doch super bewertet. Echt? So wie es in Wahrheit auch ist. Ja. Hast ein bisschen früher Feierabend wie wir. Stimmt. Heute ist in Frankreich Feiertag. Prima. Das heißt, Sprachsteuerung mach mal. Ich will mal. Also du kannst ja ganz viel machen. Sollen wir mal unsere Straße hier eingeben? Ja, nee, fahr mal zum Hotel am Triller. Kannst du das machen? Bitte bestätigen Sie den Hinweis. Ziel eingeben. Die Adresse bitte. Hotel Triller in Saarbrücken. Wie bitte? Da haben wir es schon, ne? Richtig. Wir müssen mal Es heißt schauen. nämlich Hotel am Triller. Hotel Amt. Komm, wir probieren es nochmal. Ziel eingeben. Die Adresse bitte. Hotel am Triller Saarbrücken. Wie bitte? Was wir auch mal probieren können ist, Was denn, mach mal. wir sagen mal direkt, was wir machen wollen, weil vielleicht will er so die ganze Straße und so. Fahr mich Hotel am Triller Saarbrücken. Ja, so mache ich es auch mal bei Google. Ah, was ist das? Am Triller Saarbrücken wird gesucht. Perfekt. Eine Zeilennummer bitte. So, da gehen wir jetzt mal gerade hier drauf. Sonderziel- Das andere ist dann wirklich das Thema, da musst du wirklich Straße, Ort und auch die Hausnummer nochmal sagen. Ne? Genau, wenn es angezeigten Route. gerade nochmal anmachst, bitte, sei mal so lieb. Ja, eine Sekunde, da gucken wir. Da oben ist es. Da ist auch das Hotel. Da ist auch, Genau. siehst du, oben. Passt. Mach's mal Ich an. mach's an. Bring mich zum Porsche-Zentrum Saarland. Das Sonderziel Porsche Zentrum Saarland wird Geil, entlang der funktioniert. Warte, nochmal einen Test, mach mal. Warte. Welche Filme laufen heute im CineStar Saarbrücken? Welches Sonderziel? Das wäre dann Das nicht kann er mal- nicht. Nee. Ach so, wir sind in der Alles so Navigation. ein bisschen. Alles Ist so ein nix bisschen, Siri, oder? Nee, genau. Das könntest du auch aktivieren. Dann musst du halt länger hier drauf drücken. Jetzt haben wir kein Telefon verbunden. Wenn du länger drauf drückst, ist Siri. Wenn du kurz drauf drückst, alles zum Auto. Aber du kannst zum Beispiel sagen: Hier, guck mal, da haben wir die Sitzheizung während der Fahrt. Sitzheizung, Beifahrer, Stufe 2. Die Sitzheizung wurde auf Stufe 2 gestellt. Ah, Fahrer. Jetzt hat der Fahrer gemacht. Okay, Vorführeffekt ist super. Also Beifahrer funktioniert genauso, ja? Oder wenn mach ich sag- mal Beifahrer. Ich probiere mal nochmal. Sitzheizung, Beifahrer, Stufe 2. Die Sitzheizung wurde auf Stufe 2 gestellt. Du bist hier in der Liegenposition, irgendwas funktioniert nicht. Normalerweise macht das ganz gut. Aber was auch geht, mir ist kalt. Es wird gleich wärmer. Also das so gleich wärmer. Sachen kannst du genau, ja. Okay. Jetzt, spätestens jetzt werden die Leute sagen, naja gut, das muss man ein bisschen üben. Das Auto kostet ja auch nur 146.000 Euro. Da kann man ja nicht erwarten, dass alles geht. Aber Spaß beiseite. Also das ist ja viel Es ist schon, was wir auch nein, machen. es ist aber schon viel besser geworden wie früher, Ja. wo wir Videos gedreht haben, da ging gar nichts. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel ganz normale Sachen machst, wie, warte mal, mach nochmal an kurz. Bring mich zur Europagalerie nach Saarbrücken. Das ist zum Beispiel sowas. Ja, die Robert-Galerie. Jetzt muss man dazu sagen, wir machen jetzt. die hier? Nee, wir machen mal gerade eins, wir machen mal gerade beide Türen zu. Eine Zeile. Ich glaube nämlich, so, dass wir das mal zumachen. Wenn du es mal anmachst, Warte, ich mach mal Bring das mich da. zur Europa- Stopp, warte, Ja? ich mach das da mal weg gerade. liebe Leute, Fahren Sie So, zur jetzt machen wir Stopp. angezeigten Also, Route. jetzt mache ich mal einen Stück drauf und du probierst es mal nochmal. Ja. bring mich zur Europagalerie nach Saarbrücken. Bitte warten. Klappt. Siehst du, Problem ist, wir hatten die Türen offen und jetzt können wir vielleicht nochmal. Wurden keine Ergebnisse gefunden. Sollen wir mal die... Den Suchbegriff bitte. wir müssen über Google gehen. Sollen wir mal über Sitzheizung nochmal probieren? Ja, Mir mach wird's mal. jetzt so langsam warm hier. Ich Mach hab's mal vergessen auszumachen. Beifahrer. Sitzheizung, Beifahrer, Stufe 2.
Die Sitzheizung Nee, wurde auf mach. Stufe 2 bestellt. Also liebe Porsche-Leute, es kann aber was anderes sein. Weißt du, was es sein kann? Warte mal, ich habe das nämlich probiert beim Cupra. Mach nochmal an. Wenn es bei dir klappt, besuche ich jetzt einen Sprachkurs. Sitzheizung Stufe 2. Die Sitzheizung wurde auf Stufe 2 bestellt. Oh, mir wird es echt warm jetzt so langsam. Ne? Nur meine Du, Sitzheizung geht hier immer Ich an. könnte aber fairerweise, ich könnte jetzt einfach mal hier auf den Knopf drücken. Das wäre viel einfacher. Okay. Ja, das ist, wo ich gemeint habe. Also das ist so ein bisschen Spielerei natürlich. Es funktioniert sehr gut normalerweise. Also warum jetzt auch immer der Beifahrer hier nicht genommen wird, vielleicht weil du hier in der Liegenposition bist. Fangen wir vielleicht mal mit den wesentlichen Sachen an. Das Lenkrad kann man in alle Richtungen verstellen, elektrisch? Ja, also in dem Falle Sitze sind nur teilelektrisch. Also du hast jetzt die 8 Wegesitze. Das heißt, dann ist dein Lenkrad in dem Falle manuell. Wenn wir jetzt auf den größeren Sitz gehen, ist auch das elektrisch. Das heißt manuell, ich kann es in alle Wege, wenn du es mal ganz reindrückst, komplett, das kommt richtig entgegen, oder? Okay, super. Wenn du es mal gerade ganz rausziehst, dann kann ich besser filmen und ganz runter machst. So ist prima. Ja, das kann ich mal kurz hier durchfilmen. Display in der Mitte, wie ist das aufgebaut? Genau, also in der Mitte manuell immer noch unser Drehzahlmesser. Ne? Digital ist das alles nur im Taycan. Ansonsten haben wir den Drehzahlmesser immer manuell. Und im rechten Display haben wir dann einmal unsere Ansicht, wo wir schauen können, wie viel Motortemperatur haben wir gerade. Das ist immer ganz interessant zu sehen. Trip-Informationen, wie ist der Durchschnittsverbrauch und solche Sachen. Wir können Google uns nochmal reinlegen, können dann noch immer, was weiß ich, ein paar Unteroptionen hier nochmal einstellen, die Karte drehen. Sport-Chrono-Paket, wenn wir mal eine Rundenzeit messen möchten, können wir mal starten. Das ist sofort in der Mitte, fängt an die Stoppuhr zu laufen. Ja. Ah, die ist auch digital jetzt in der Mitte. Ja. Die war schon immer digital, glaube ich. Unten der Sekundenzähler. Der Sekundenzähler, ja. Das, an sich ist das noch, digital ist das sonst nicht. Wir können aber mal gerade Stopp machen und nochmal auf zurücksetzen. Das ist dann ganz cool. Ne? Wenn du dann ein paar Sekunden nichts machst, kommt die Uhrzeit nochmal. Also, die auch sanft eingeblendet wird. Jawohl. So, und das heißt, ich habe eine Kennzeichenerkennung drin. Kennzeichenerkennung? Ja. Dass er also die Geschwindigkeit kennt, 30 Kamera. Schildererkennung. Schildererkennung. Ja, genau. Das hat er drin. Okay. Ja. So, dann da unten ist so ein ganz kleines Drehrad. Was kann das? Also das ist gehört zu dem Sport-Chrono-Paket. Da können wir quasi dem Auto direkt sagen, von der Stellung Serie in Sport zum Beispiel. Ja. Dann wird die Drehzahl ein bisschen erhöht, die Start-Stopp geht aus. Dann sehen wir auch immer im Car-Menü sehen wir so ein paar Sachen. Also wenn ich da sage, mach mal den Spoiler noch mal kurz rein, dann ist mal alles aus hier. So, also wenn ich die jetzt auf Sport drehe, dann geht hier sofort die Sportabgas an und die Start-Stopp wird deaktiviert, ne, dass er immer anbleibt. Das wird doch angezeigt alles. Genau. Man hört auch, ich weiß noch, hört man das Klacken von der Klappe? Nee, hört man nicht. Das ist aber hier drin, ist wirklich gut isoliert. Also du kriegst das nicht mit. Ich habe es draußen von der Klappe, habe ich es gehört, aber auch nur sehr leise. War jetzt nicht so sehr laut. Das bedeutet, fahren, einsteigen, der 10-Sekunden-Test. Ich war noch nie in dem Auto drin. Ich muss nirgendwo einen Schlüssel reinstecken. Nee. Drück auf Start. Start ist wo? Start ist links. Ja, da ist auch immer noch unser Dummy sozusagen, der hier drin steckt. In dem Moment ein Schlüsseldummy. Genau. Mehr braucht er nicht mehr. No. Okay. So, der ist jetzt hier in der Mitte. Autonomes Fahren. Kann der wie so ein Tesla nach Frankfurt fahren alleine? Nee, das möchte auch Porsche nicht. Sportwagenmarke ist immer noch, der Fahrer soll alles steuern. Also der hat schon viel, wo er mitdenkt. Ja? Also der hat jetzt das InnoDrive, guckt 3 Kilometer bei aktiver Routenführung in die Zukunft, also voraus und sagt dann, da kommt eine Steigung, da kommt ein Gefälle, eine Kurve. Dementsprechend macht er die Dämpfung, schaltet vielleicht einen Gang zurück. Er kann auch eine gewisse Zeit lenken. Also das holen wir aber eher auf der Autobahn, dass du nochmal in die Spur zurückgezogen wirst. Das macht er, aber dann ruft er nach 20 Sekunden oder sowas. Also wie man das kennt, aktiver Spurhalteassistent. Genau, das hat er, aber irgendwann ruft er nochmal und will, dass du die Hände ans Lenkrad nimmst. Ne? Jetzt ist das Auto Länge von dem Fahrzeug? Über 5? Knapp über 5 Meter, ja. Ist das schwer zu fahren, wenn einer, ich sag mal, vorher einen Golf gefahren hat? Muss man sich dran gewöhnen oder ist das eine Sache ruckzuck? Also die Rundumsicht? Ich denke, du kommst gut mit klar. Du hast ja, ich gehe mal gerade drauf auf unseren Parkassistent. Ich mache mal noch meine Tür kurz zu. Also du hast die ums Auto, die Umfeldassistenzsysteme hast du. Das heißt also, wir können einmal von oben gucken, was wir jetzt gerade sehen. Wir können die Seiten hier einblenden. Ne? Also da sehen wir genau unsere Felgen. Für Parkhäuser oder so interessant. Oder du bist am Abgrund, wenn du jetzt im Gelände bist. Ich meine, der ist auch geländegängig. Ja, genau.
Sag mal, den hat noch niemand bestellt, so mit mit BBF Goodrich oder so, mit so All-Terrain-Reifen. Nee. Nee. Das bietet auch Porsche nicht. Ja. Also wichtig ist ja immer, dass wir hier auch eine Felgen- oder eine Reifenkombination nehmen, die freigegeben ist. Und ja, das sein können, dass einer sich so Stollen drauf gemacht hat. Ja, so Stollen drauf gemacht hat. So, Panorama sieht man. Kann ich das Panorama groß machen? Das ist die große Ansicht. Das heißt, wir können jetzt sagen nach vorne oder dementsprechend die Heckansicht. Das ist jetzt die Panorama-Ansicht. Mhm. Ja. Und ansonsten sehe ich das Fahrzeug oben drauf. Genau. Mit einer Draufsicht. Und dann, ich sag mal, wenn ich mich darauf verlasse, dann muss schon viel passieren, dass ich dann einen Poller erwische, oder? Ja, also du siehst eigentlich alles. Hast ja zusätzlich noch diese optischen, genau, also diese Linien hier nochmal, wo sich eventuell verfärben würden. Und noch das Thema, dass du es akustisch hörst, wenn du irgendwo ranfährst. Passiert trotzdem vielleicht mal, aber bist schon gut abgesichert dadurch. Ich bin ja hier unter 2 Meter, haben wir eben festgestellt. Also Parkhäuser kein Thema. Auch der Rampenwinkel bei den Parkhäusern überhaupt kein Thema. Ist ja geländegängig. Genau. Ja. Was du machen kannst, das hat auch nicht jeder in dem SUV-Bereich, aber es hat ja eine Hinterachslenkung. Also die Möglichkeit, dass wir sagen... Optional oder immer? Optional. Ja. Also du kannst dann fährt er wie ein Go-Kart. Ne? Also dann ist auch der Wendekreis super klein. Ist das wesentlich? Du merkst es schon, ja. Auch wenn du in eine Kurve gehst. Ne? Geht hinten schon anders damit. Das ist schon toll. Ne? Also wir haben Allrad, wir haben Hinterachslenkung, demnächst sogar als Hybrid mit 0,5. Genau. Was ist da für eine Maschine drin in dem Hybrid? Also beim Hybrid haben wir den ganz normalen 4E-Hybrid, also auch ein Allrad ist es immer mit 462 PS. Da ist ein Vierzylinder. Sechszylinder. 462 PS kombinierte Systemleistung. Und dann kannst du noch auf den Turbo SE-Hybrid gehen, der hat dann 680 PS. Diesel gibt es gar nicht mehr. Das ist ein 8-Zylinder dann übrigens, der Turbo SE Hybrid. Diesel haben wir nicht mehr. Okay. Okay, verstanden. Das gab es ja damals, also im Panamera, ich hatte mal Panamera Diesel, muss dazu sagen, der 8-Zylinder war ein schöner Motor. Der war super, aber ich sag mal, die Fahrwerte jetzt schon, die 11 Liter, die draußen oder 12 Liter, ist das realistisch? Packt man die? Ja, also ich sag mal, 12 Liter ist gut. Ne? Also wir haben ja hier ein richtiges Volumen im Motor, das merkt man. Also wenn du damit Gas gibst, dann wird er hochgehen auf 16, aber du wirst merken, dass der extrem fällt. Also ich bin letztes Mal noch mit dem 11er Richtung Nordsee hochgefahren. Ich hatte 8,9 Liter auf dem Teil und bin nicht langsam gefahren. Ja, beim 11er, aber wenn jetzt hier das Auto wiegt über 2 Tonnen, das heißt also, den unter 10 Liter wird wahrscheinlich nicht gehen. Das wirst du nicht schaffen. Okay. Nee, das glaube ich nicht. Aber so mit 11, 12 Liter bist du schon gut unterwegs. Ja. Gott. Okay, gut, wir haben ja einen V8 hier drin, muss man auch sagen. Ja. Die kleinste Motorisierung nochmal ist ein 6-Zylinder. Genau, 6-Zylinder, 340 PS, da geht's los. So, und wenn der praktisch Hybrid herkommt, der rekuperiert ja nochmal, nehme ich an, aktiv. Du kannst den manuell natürlich außen laden, extern, ne, zu Hause oder unterwegs. Hast Bremsenergie. Genau, über Bremsen. Du kannst auch die Motordrehzahl erhöhen, wo dann ein bisschen drüber geladen wird. Dann geht natürlich auch der Verbrauch noch mal ein bisschen hoch. Ja. Also in der Regel ist der Hybrid ja eher da und mit 50 Kilometer, wir sind jetzt schon in Panamera gefahren, das ist schon eine tolle Reichweite. Also ja, gut, es gibt ja schon gut vorwärts. Es gibt ja auch viele, die jetzt ein komfortables Fahrzeug haben möchten, eine richtige, sag mal, Reiselimousine, die aber für die Kurzstrecken praktisch ökologisch unterwegs sein sollen. Jetzt kann man sich ja wirklich drüber streiten. Also 146.000 Euro. Dann ist auch so, man muss aber dazu sagen, fast alle Porsche, die je gebaut worden sind, sind irgendwie noch auf der Straße. Also du findest, wenn er nicht gerade einen Totalschaden hat, also du findest selbst die ersten 11er, die ersten Panamera, die schmeißt ja keiner weg. Nee. Sondern das ist ja anders wie bei anderen Autos, die vielleicht nach 10 Jahren dann eventuell sogar der Schrottpresse übergeben werden oder 15. Ein Porsche wird gesammelt, also gerade den Boxster, da siehst du alle noch, selbst die Anfang 2000 oder... Immer noch zu uns in den Service, das ist das Tolle, ja. Also du siehst die immer... Nachhaltigkeit ist schon hoch, oder, bei Porsche? Ja, das ist das eine. Man muss auch mittlerweile sagen, die anderen Mitbewerber haben ja so angezogen, dass wir preislich, habe ich gestern noch gehabt, ein Ehepärchen, was bei mir war, wo wir darüber gesprochen haben, die gesagt haben, das hätten wir gar nicht gedacht. Die sind auf den Macan gegangen und sagten, Mensch, das ist eigentlich eine Liga mit den 2 anderen, die wir uns auch noch angeguckt haben. Und das ist immer, wo wir sagen, Mensch, wir sind nicht unbedingt teurer geworden. Natürlich ist in der Klasse Turbo S, wo wir über 200.000 liegen. Da ist es aber auch eine Einzigartigkeit zu sagen, dann fahre ich 700 PS Hybridmotor. Aber alles andere sind wir in einer Preisklasse, wo viele mittlerweile auch sind. Und dann hast du mit Porsche noch was ganz Besonderes. Mhm. Ladefunktion haben wir mittlerweile auch hier drin. Das heißt, dieser Key-Ladestandard, legst dein Handy drauf und los lädst. Und 2-mal USB-C. Er hat sogar noch ein Handschuhfach. Und
da, wo meine Frau immer gerne drauf guckt. Das ist, ob der einen Schminkspiegel hat. Ja. Hat er. Und sogar beleuchtet. Genau, hat er. Ja gut, du lachst. Ich habe letztes Mal... So wie du liegst, sieht man dich nicht. Ich mach's doch nur, damit ich dich gut filmen kann. Ist gut. So. Komm, du ärgerst mich immer. Gut, Automatik, was für ein Getriebe ist drin? Also hier haben wir ein 8-Gang-Automatikgetriebe drin. Ja, genau. Ist Porsche eigen, genau. Doppelkupplung? Doppelkupplungsgetriebe. Du merkst eigentlich Schaltvorgang technisch nichts mehr. Ist mittlerweile elektronisch gesteuert, also du hast nur noch kleine Anschläge, wo du dem Getriebe gibst. Früher war ja noch dieses oben und dann einrasten in die verschiedenen Positionen. Das hat man heute nicht mehr. Gut, das war ja auch so ein bisschen, der Panamera hatte das ja mit diesem großen Knüppel, der so aussah wie Formel 1, so ein bisschen. Auch, ne? Ja. Der Elva auch und so weiter. Aber man hat die Leute jetzt so langsam dran gewöhnt. Einen Schalter gibt es hier gar nicht, oder? Nee, Schalter haben wir hier gar nicht. Im 11er-Bereich und im Sportwagenbereich 2 Türe haben wir die noch. Der Vorteil von so Sachen ist auch immer, ich mache mal ganz kurz nochmal an. Jetzt gibt er gleich kurz Alarm, weil wir einen Vorwärtsgang reinmachen. Aber früher war es so, jetzt haben wir einen Vorwärtsgang drin, das sehen wir jetzt hier. Steht jetzt D1 im Display. Früher bist du hingegangen, müssen oben drauf drücken und nochmal ganz hoch in P gehen. Und mittlerweile machst du einfach den Motor aus und das Getriebe macht automatisch das, was es soll. Und deswegen bin ich froh, auch jetzt im 11er, dass der dieses elektronische Getriebe bekommen hat, weil der nimmt ja halt einfach viel Arbeit ab. Ne? Bei meinem Audi Automatikgetriebe, ich habe ja einen neuen Audi, Ja. da musst du aufpassen, wenn du den ausmachst, da beschwert er sich oder du kannst rausgehen, der Motor läuft noch, das weißt du nicht. Das hat mich dann ein bisschen geärgert. Und da hat man mir gesagt, ja, du musst ja auch gucken, dass du immer auf die Stopptaste dann auch drückst, dass du den ausregelst. Ja. Du kannst sogar mit neutral aussteigen, das geht. Ja. Also das hätte ich nie gedacht. Und das ist hier aber nicht so. Das heißt, der denkt mit. Genau, also in dem Moment, wo du den Schalter ich mag den Audi, ist kein schlechtes Auto, aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann gesagt habe, wie kann ich da aussteigen? Und der Motor läuft noch, weil den hörst du kaum. Ja. Und dann ist es mir schon passiert, bin ausgestiegen, kam nach 2 Stunden zurück, der lief da immer noch. Ja, weil ich habe es vergessen. Das ist auch geil, ja. Das ist nicht schlecht. Aber hier passiert ja das nicht. Also du machst ihn aus, der geht in die Parkposition. Du kannst auch, der macht jetzt hier zum Beispiel keine Handbremse elektronisch. Die müsstest du ziehen, dann macht er sie erst zu. Das Getriebe war auf Pay. Ja, die war ja schon zu, weil wir die Tür offen hatten. Dann macht er hier automatisch zu. Ne? Ansonsten, man hört das auch immer leicht, wenn er die löst, ne? Beziehungsweise zumacht. Das Schöne ist aber, wenn der Porsche am Berg steht und der merkt das. Automatisch, oder? Genau, und wenn du dann ausmachst, dann geht auch die Parkbremse automatisch rein. Ne? Cool. So, wie würdest du denn das Auto... Komm, wir steigen mal aus nochmal. Ja, mal ein bisschen... Mal kurz mal gucken, denn ich habe noch 7% Akku. Ich habe noch nie so einen ganzen Akku leer gefilmt bei einem Fahrzeug. Und er hat recht, ich liege sehr tief. Ja gut, ist aber auch wichtig, denn ich sag mal, du hast ja auch nicht die Zeit jetzt, wenn 500 Leute auf einmal kommen, den jeden 2 Stunden lang zu erklären. Deswegen machen wir auch das Video. Würdest du auch machen, gar keine Frage. Ja. Das ist kein Thema. Viele sind schon informiert, aber so ganz viele Details am Auto oder gerade wenn er so ein Paket hat, was man so nicht kennt, vielleicht maximal vom Konfigurator, ist das schon wichtig, dass man das in aller Ruhe mal bespricht mit dem Kunden. So, wenn du das Fahrzeug jetzt mal einnorden würdest, ihr habt ja nun wirklich bis auf jetzt ein Transporter oder ein Pickup habt ihr ja jetzt alles mittlerweile. Das heißt, ihr habt, was noch fehlt, ist so ein A1 oder so von Audi, so ein ganz kleiner. Ja, aber wer weiß, also im Moment ist nichts angedacht in dem Bereich, ne? Aber wie würdest du den einordnen hier? Ist das schon eine Konkurrenz zum Panamera? Also eine Konkurrenz würde ich nicht sagen. Derjenige, der im Panamera sagt, ich sitze zu tief oder hatte das Auto jetzt über 3, 6, 9, 10 Jahre und will mal was anderes haben, der wird sich in so einem Auto mega wohlfühlen, weil die Straßenlage und die Sportlichkeit, die hat er auch hier drin. Aber er sitzt halt einfach höher. Ne? Das sind, was viele Kunden auch sagen. Ja? Viele Kunden wachsen ja auch mit der Marke und sagen irgendwann mal, Mensch, jetzt haben wir die ganze Zeit tief gesessen, jetzt wollen wir mal ein bisschen höher sitzen. Und das ist ja dann auch schön, also dass man die alle nach wie vor... Wenn du mal gerade die Motorhaube nochmal zudrückst, sei mal so lieb. Die Haken haben wir umgelegt. So, jetzt sieht er viel schöner aus. Ja, Farbe ist gelungen. Nochmal Thema Farben. Ich zeig's mal dahin, hast du grün und orange. Es geht wirklich viel. Auch hier macht ihr eine Beratung. Das heißt also, viele Menschen, du kannst jetzt einen grünen bestellen. Da draußen habt ihr übrigens, habe ich gesehen, ich hoffe, er steht noch da, einen grünen Panamera, dunkelgrün. Genau, also
gibt verschiedene Töne, die wir jetzt haben. Also deswegen sage ich eben, wir sind ganz farbenfroh aufgestellt. Auch jetzt mal hier, der 11er, den kriegst du normalerweise gar nicht in der Farbe. Das ist Signalgelb, also eine Individualfarbe, die wir hier gewählt haben. Aber das geht aber. Ich kann aus wirklich unglaublich vielen Farben wählen. Genau. Das ist so ähnlich wie bei Mercedes-Benz. So, wenn ich dort, ich sag mal, einen LKW bestelle und habe meine Firmenfarbe, da kann ich die RAL-Farbe sogar angeben. Man kann mit Individualfarben, die lackieren dir den so, wie du möchtest. Genau, das ist richtig. Es dauert ein bisschen länger. Es geht circa 2-3 Monate, dauert es länger, bis er durch die Produktion ist, ne? Weil die Farben ja dementsprechend eingeplant werden müssen und zusammengemischt werden müssen. Ist natürlich auch ein bisschen teurer, so eine Farbe. Hier oben kriegt es auch jetzt, du siehst jetzt hier rot, das ist einfach nur die Basis. Also du siehst jetzt nicht dieses Gelb. Das kriegen wir nicht dargestellt, weil es halt eine Individualfarbe ist. Ne? Okay, aber du kannst Farben wählen, wie du möchtest. Das mit dem Grau, was würdest du sagen, ist das mutig, das Grau, oder ist das kein Thema? Also es ist immer so, ich sage immer zu den Kunden, man muss natürlich aufpassen, dass nicht irgendwann die Garage aufgeht und man sagt, da steht ein brutal tolles Auto, aber leider in der falschen Farbe. Ja? Und bei so einer Farbe, glaube ich, machst du nichts falsch. Auch bei dem Rot, das ist auch so ein Thema. Bei Orange oder so, da muss man sich zu bekennen. Und wenn man sagt, das ist genau, das bin ich, dann wird das auch demjenigen nicht passieren. Aber wer jetzt hier drin sagt, Mensch, coole Farbe und das Auto vielleicht ein halbes Jahr hat, das wäre natürlich schade. Ne? Wobei, da gibt es immer noch einen Folierer. Ne? Ist das erlaubt, Folieren mittlerweile? Ja, das kann man machen. Kann man machen, so, weil ich weiß nur, die Approved-Garantie war ja so. Approved gibt es ja auch für jeden Porsche, oder? Diese 15 oder Jahre oder was sind es? 15 Jahre, 200.000 Kilometer. Gibt es für alle Porsches, die auch unverändert noch Porsche sind. Das heißt, wenn nicht am Fahrwerk was gebastelt wurde oder wie auch immer. Jetzt die Folierung, das geht mittlerweile, kann man machen. Folierung kann man machen, ja. Jetzt gibt es so eine Folierung Steinschlagschutz. Bietet ihr das an? Bieten wir auch an. Wir selber machen es nicht, weil das sollte hochwertig und qualitativ gut gemacht sein. Also da haben wir nicht die Erfahrung drin, also geben wir es an Spezialisten ab. Habt ihr schon gemacht, oder? Das haben wir oft gemacht. Ne? Also meistens auch im Sportwagenbereich wird immer die Motorhaube, die Frontstoßstange und auch meistens die Seitenschweller. Und wenn du das hast, dann ist schon eine super Absicherung am Auto dran. Das kann ich auch bei euch bestellen, direkt mit, dass ich dann sage, wenn ich ihn übernehme, ist das gemacht. Das siehst du mit bloßem Auge, siehst du nicht, oder? Nee, du siehst das nicht mehr. Der geht auch, früher war es immer so, viele machen es noch, das ist aber bei dem Folierer, mit dem wir zusammenarbeiten, nicht. Die schneiden die. Unser Folierer, der geht auch wirklich um die Ecken. Das heißt, es wird nicht auffallen, dass da überhaupt eine Folierung drauf ist. Schön. So, wenn ich ihn haben möchte, dann gibt es ja dich, Michael Theisen, Porsche Zentrum Saarland. Du hast aber noch mehr Kollegen. Genau. Wie viele Leute arbeiten hier im Vertrieb? Also im Vertrieb sind wir 6 insgesamt. Ne? Also mit mir noch 5 andere. Welche? 5 andere Jungs. So, gehen wir mal durch. Das ist einmal der Michael Kollett, der Markus Spettel, der Olivier Kufler, der Sascha Corallo und der Michael Baldes. Wir alle sind im Vertrieb, machen neuen Gebrauchtwagen zusammen. Auf der Website Porsche Saarland ist auch unser ganzes Team dargestellt mit Chef, mit logischerweise unseren Mädels hier vorne an der Annahme, mit sämtlichen Jungs in der Werkstatt hier vorne im Service-Annehmerbereich. Also auch da mal drauf gucken, da sind auch alle unsere Fahrzeuge hinterlegt, ob neu oder Gebrauchtwagen. Ihr habt jetzt mittlerweile viele Kunden, auch aufgrund der Videos, die aus ganz Deutschland zu euch kommen. Das ist was Schönes. Ja, das ist aber kein Thema, kann ich hier kaufen, Service kann ich überall machen. Ja, natürlich. Also Service ist überall möglich, auch wenn man hier kauft. Wir haben ja selber, sage ich mal, Kunden, auch gerade im Gebrauchtwagenbereich, die mal sagen, Mensch, in Hamburg hat ein Auto gestanden, obwohl er aus Saarbrücken ist, wir konnten es nicht finden oder organisieren und dann hat er es in Hamburg gekauft. Und umgekehrt ist das genauso. Ja? Das passiert jeden Tag. Kommen und kaufen bei uns ein Auto und fahren nochmal nach Hamburg hoch. Also ist schon alles ist möglich. Ne? Am besten vorher anrufen, einen Termin machen. Probefahrt, wie läuft das? Wenn ich jetzt genau an dem Interesse habe, habt ihr schon einen zugelassen? Wir haben einen zugelassen, ja genau, einen weißen. GTS. GTS, Coupé auch. Generell, Probefahrt ist möglich. Bescheid geben vorher, dass man das ein bisschen einplanen können, weil das Auto muss ja auch zu dem Termin zur Verfügung stehen. Und dann holen wir uns aber auch immer gerne ein bisschen Zeit, um mit dem Kunden überhaupt mal zu sprechen, was möchte er. Ne? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und Optionen und die sollten wir vorher rausfiltern, dass man auch direkt das richtige Auto für ihn findet und ja, einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Ne? Gut, ihr seid nahbar. Vielen Dank, Michael Theisen. Und da steht er. Wir drehen in Saarbrücken im Porsche Zentrum Saarland und heute am 11.11.2020. Tschüss, Michael. Ciao, Sven.